Hallo zusammen, wir waren in Überlingen am Bodensee. Eigentlich sollte hier ein Bericht von einem langen Wochenende im Wohnmobil kommen, doch je näher das Wochenende kam, umso schlechter wurde die Wettervorhersage. Wir haben uns kurzfristig umentschieden und ein Hotel in Überlingen am Bodensee gebucht, mit Schwimmbad und Sauna. Bei grauem, regnerischem Wetter ging es am Samstagmorgen los. Bei immer noch grauem, aber immerhin trockenem Wetter sind wir am Samstagvormittag am Bodensee angekommen. Das Hotel liegt oberhalb des Sees und hat uns mit einem schönen Blick empfangen. Unser erster Weg hat uns hinunter an den See geführt. Wenige Augenblicke später sind wir an der Uferpromenade. Bei schönem Wetter ist es fast überall schön. Überlingen hat uns auch bei kaltem Grau gefallen. Nach Überlingen ist einer der beiden Finger des Bodensees benannt, der Überlinger See. Am Samstagvormittag ist in Überlingen Markt. Der Marktplatz, die Hofstadt, ist vor dem historischen Rathaus. Ein Schild weist zum historischen Rathaussaal. Am Wochenende war eine Besichtigung leider nicht möglich. Gleich dahinter ist das Münster, die größte gotische Kirche am Bodensee und das Wahrzeichen Überlingens. Die Fertigstellung der fünfschiffigen Basilika erfolgte 1586. Schon damals hat gegolten, ein Projekt ist fertig, wenn es für fertig erklärt wird, denn eigentlich waren zwei Türme geplant. Der Nordturm hat eine Höhe von 66 Metern, während der Südturm noch den Stand der 1420er Jahre hat. Überlingen hat mehrere Brunnen. Einer steht am Landungsplatz und ist dem Bodenseereiter gewidmet. Leider hatte er bei unserem Besuch noch kein Wasser. Der ortsunkundige Reiter wollte im Januar 1573 am Schweizer Ufer einen Fährkahn nehmen, um an das gegenüberliegende Ufer zu wechseln. Er ritt und hielt den zugefrorenen See für eine baumlose Ebene. Als er in Überlingen sein Irrtum bemerkte, soll er vor Schreck tot vom Pferd gefallen sein. Die sogenannten Villengärten direkt am See sind ein schöner Park. Dort steht das Gartenhaus. Auch direkt am See gelegen ist das Pflanzenhaus. Es beherbergt rund 1000 Kakteen. Das ist auch für Nicht-Kaktusfreunde sehenswert. Der einstige Stadtgraben führt um die Altstadt. Hier steht auf der einen Seite der Gallerturm, auf der anderen Seite befindet sich der Stadtgarten, in dessen oberen Teil ein Hexenhäuschen steht. Von einem Pavillon aus hat man einen schönen Blick über Altstadt und See. Etwas weiter kommt man zum Aufkircher Tor. Auch hier gibt es einen kleinen Turm, der allerdings gar keiner ist, sondern ein Kamin für eine darunter liegende Eisenbahnstrecke. Vom Aufkircher Tor kommt man wieder hinunter zur Altstadt. Das Franziskanertor ist das letzte erhaltene Stadttor des inneren Mauerrings der mittelalterlichen Altstadt. Die Altstadt bietet nicht nur schöne Häuser, sondern auch schöne Innenhöfe. Am Bodensee gibt es natürlich Fisch, zum Beispiel im Fischhaus an der Hofstatt. Ein Spaziergang führte uns zum Kloster Birnau, vorbei an alten Häusern und schönen Villen. Die Basilika liegt in einer schönen Lage, erhaben über dem See. Der Kirche vorgelagert ist das Ordensgebäude mit dem weithin sichtbaren Glockenturm. Drin ist Fotografieren leider verboten. Das ist schade, denn der barocke Kirchenraum ist sehr sehenswert. Als wir gegangen sind, hat es geregnet und wir haben für die 5 Kilometer Rückweg den Bus genommen. In Überlingen gab es zum Aufwärmen Cappuccino mit Kuchen und im Hotel haben wir zuerst das warme Wasser des Pools genossen und anschließend den Saunabereich. 2 Saunen und ein Dampfbad laden zum Entspannen ein. Das Hotel liegt ruhig in einem Park und bietet einen schönen Blick auf den See. Wir sind freundlich empfangen worden und haben uns dort wohlgefühlt. Das Zimmer war groß und sauber. Eine Bushaltestelle liegt 100 Meter vom Hotel entfernt. Zu den beiden Abendessen waren wir in 2 verschiedenen Restaurants. In beiden war eine angenehme Atmosphäre und es hat uns sehr gut geschmeckt.
Auch bei Nacht war in der Altstadt eine angenehme Atmosphäre. Am Montag, unserem Abreisetag, kam die Sonne heraus. Und es war schön, nach den grauen Tagen Sonne tanken zu können, und bei Sonne sieht alles schöner aus. Auch die Weiße Flotte ist bald auslaufbereit. Die beiden Überlingerinnen in Tracht scheinen sich auch über das schöne Wetter zu freuen. Und ich freue mich, wenn dir der Bericht gefallen hat. Lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal.